Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Fragt euch jetzt sicherlich, warum hat er dieses Ding hier am Hals oder warum hat er eine Mütze auf oder so. Das liegt daran, hier ist es Winter in Australien, deswegen wird es hier auch im Süden recht kalt, im Norden eher nicht so, aber hier wird es recht kalt. Deswegen habe ich die Mütze auf. Zu der Halskrause, deswegen heißt das Video ja so. Ich hatte einen Unfall, beziehungsweise eigentlich zwei Unfälle. Darüber möchte ich euch so ein bisschen erzählen, was da so los war und warum das Ganze passiert ist. Gerade scheint mir die Sonne richtig ins Gesicht, aber naja, ich wollte ein bisschen beleuchtet sein. Das Ding war ja, beim letzten Video, da war ich ja noch auf dem Kornfeld und nach dem Kornfeld, wo das fertig war mit den Feldern, bin ich dann nach Melbourne runter, also im Ostern, nach Melbourne runter und danach nach Ballarat auf eine Kartoffelfarm. Und da habe ich dann auch gearbeitet, so 1-2 Monate oder so, beziehungsweise 33 Tage oder so. Ich glaube 5 Tage die Woche waren, von daher ungefähr 33 Tage, könnt ihr ja mal ausrechnen, wie viel das ist. Und danach bin ich dann halt zurück nach Melbourne, wo das fertig war, beziehungsweise nur für einen Tag. Und danach bin ich direkt ich habe schon einen anderen Job gehabt, auf einer Kuhfarm in Warrnambool, beziehungsweise 45 Kilometer von Warrnambool. Und ja, da ist auch schon der erste Unfall passiert. Da habe ich dann im Straßenverkehr quasi einen Fehler gemacht beim Abbiegen. Da ist mir jemand reingefahren. Ja, das kann da mal passieren. Da dachte ich mir, okay, hole ich mir einfach ein neues Auto. Circa eine Woche später oder so, also erstmal ein paar Tage später, hatte ich das Auto eigentlich schon, das neue Auto. Also es war in einer Gruppe reingestellt auf Facebook. Habe ich den Typen angeschrieben, so ja, wo wollen wir uns treffen und so weiter. Und dann haben wir uns getroffen. Habe ich das Auto geholt für 1900, das seht ihr hier einmal eingeblendet. Ja, das war eigentlich ein ganz cooles Auto, hatte nur ein paar Macken, also hier so, keine Ahnung, Heizung geht nicht oder Kupplung war ein bisschen ausgeleiert, aber sonst war eigentlich alles gut. Ja, ich war eigentlich ganz zufrieden damit, da wollte ich eigentlich mein Bett und so weiter wieder reinbauen von dem anderen Auto. Ja, dann auf einmal nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause, habe ich dann quasi eine scharfe Kurve überkorrigiert, also wahrscheinlich zu schnell in die Kurve reingefahren oder so in der scharfen Kurve, und dann habe ich überkorrigiert und dann habe ich mich überschlagen. Ja, so ist der zweite Unfall passiert. Dann kann ich mich eigentlich an gar nichts mehr erinnern so richtig danach, also was da so beim Unfall bzw. was danach passiert ist. Ich bin danach im Krankenwagen aufgewacht und die haben gemeint, ich hatte richtig Glück und ja, dass ich sogar außerhalb des Hauses gefunden wurde. Von daher eigentlich, ja, daran kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwie rausgeklettert bin, aber anscheinend ja schon. Oder ich bin rausgeflogen, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hat ein Farmer, der das Ganze beobachtet hat, dann hat die Polizei und so weiter verständigt und der Krankenwagen und so. Sorry by the way, dass hier gerade so Bauarbeiten sind, aber dafür kann ich jetzt nichts. Aber ich fand die Stelle hier ganz gut. Hier oben auf dem Hostel bin ich gerade auf dem Dach sozusagen. Dann hat das Ganze der Farmer beobachtet, den Krankenwagen und so weiter gerufen, und danach wurde ich dann ins Krankenhaus erstmal in Warrnambool gebracht. Da haben die mich dann untersucht, CTs gemacht. Ja, danach halt festgestellt, dass ich einen Bruch habe im Nacken. Wer es genauer wissen will, es ist der C6-Knochen oder so, und der war dann gebrochen und der musste dann natürlich zusammengeflickt werden, und deswegen musste ich dann erstmal nach Melbourne geflogen werden in der Nacht. Also es war am 21. Donnerstag, also Juni den 21. Und ich wurde dann in der Nacht auf Freitag quasi nach Melbourne geflogen mit einem kleinen Flugzeug, und dann halt dementsprechend wurde ich dann am Sonntag operiert. Und auch am Kopf hatte ich hier eine Kopfverletzung. Das sieht man jetzt vielleicht nicht mehr, aber da hatte ich dann also einen tiefen Schnitt. Da hat mich dann eine lose Autobatterie getroffen oder irgendwas anderes, aber wahrscheinlich die lose Autobatterie, weil ich die noch im Auto hatte also das ist eine alte Autobatterie. Ich habe die halt ausgewechselt und wahrscheinlich die halt während dem Unfall mir ins Kopf geworfen worden und mir eine tiefe Schnittwunde verpasst. Ja, das musste dann dementsprechend auch geflickt werden von den Plastikchirurgen. Komisch, dass ich bei meinem Plastikchirurgen mal geflickt werden muss, aber naja. Ja, und halt die anderen Chirurgen, ja, also die Neurochirurgen, haben dann halt den Hals geflickt, und ja, dementsprechend muss ich diese Halskrause noch tragen bis 10. August.
damit halt mein Hals halt nicht so beweglich ist. Also ich soll den jetzt erstmal nicht bewegen und so weiter, also nicht umdrehen und so weiter. Und deswegen soll das halt vermieden werden. Also damit geht es ja jetzt auch schlecht. Ich muss meinen ganzen Körper immer mit bewegen, wenn ich irgendwie hindrehen will. Und es soll halt nochmal den Hals bzw. den Knochen wieder in die optimale Lage bringen. Und ja, das ist eigentlich zu dieser Halskrause. Deswegen, die kommt ja auch schon bald ab, hoffentlich. Und dann werden nochmal X-Rays gemacht, dass alles noch in Ordnung ist. Oder ob das nochmal operiert werden muss, das kann natürlich auch vorkommen, dass das irgendwie schief gelaufen ist mit dem Ding. Und ich habe mich irgendwie zu viel bewegt oder was weiß ich was, irgendwas. Kann ja alles passieren, aber ich hoffe nicht. Und ja, ich hatte auf jeden Fall ja, einen Schock nach dem Unfall und so weiter, was jetzt los ist. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar dafür, dass ich noch leben darf, beziehungsweise auch, dass ich nicht irgendwie behindert bin oder sonstiges, sondern ich kann ja meine Hände und alles bewegen. Also damit habe ich kein Problem, dass ich jetzt eine Halskrause tragen muss. Das ist ja eigentlich das geringste Problem. Ich kann eigentlich nur dankbar sein, dass ich halt auf dieser Welt noch leben darf und sozusagen eine zweite Chance bekommen habe von dem lieben Gott. Und genauere Infos zu dem Ganzen, wenn ihr noch genauere Sachen haben wollt, dann könnt ihr mir gerne das in die Kommentare schreiben. Und ansonsten denke ich, war es das zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen aufgeklärt über den Unfall, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt oder sonstiges. Ja, es war auf jeden Fall ein Schockerlebnis, aber ich hoffe, das war es jetzt erstmal mit den Unfällen. Das Leben geht jetzt weiter. Natürlich müsst ihr denken, sowas überlebt ja nicht jeder. Die Ärzte haben auf jeden Fall gesagt, dass ich mega Glück hatte und so weiter. Auch die Zeitung, ich war auch in der Zeitung. Jetzt mal euch mal ein bisschen anschauen. Und ja, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, da könnt ihr das auch mal ein bisschen durchlesen. Aber da steht eigentlich nicht so viel. Also ich habe es euch jetzt besser erklärt. Und ja, denkt dran, Freunde, ihr habt nur dieses Leben und verschwendet es nicht mit irgendwelchen blödsinnigen Dingen. Und ja, viel Spaß.